Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und der Urlaub steht vor der Tür, sprich wir haben fast Sommerferien, beziehungsweise hier in NRW sind schon Sommerferien. Und was braucht man dafür? Vielleicht ein Tablet, welches auch für Outdoor-Aktivitäten gut gerüstet ist, geschützt ist und so weiter und so fort. Das AGM Pad 2 Active hier im Check. Ja, im Gegensatz zu seinem, ich will mal sagen, Bruder oder Geschwisterchen, dem Pad 2 ohne Active, ist halt dieses Gerät wirklich klar auf Outdoor-affine Menschen ausgerichtet. Zum einen wegen dieser massiven Hülle, zum anderen aber halt auch, weil das Gesamtpaket genau dafür geeignet ist, um halt eben draußen in der Natur, wenn man vielleicht zeltet oder irgendwo wandern ist oder keine Ahnung was, oder auch wenn ihr Outdoor arbeitet, ist es aus meiner Sicht auch durchaus ein Thema, dann kommt dieses Active halt zum Einsatz. Wir haben 8 GB RAM an Bord. Wir haben 256 GB ROM an Bord. Grundsätzlich läuft das Tablet auf Android 14. Das ist zumindest im aktuellen Fall so. Wie die Update-Politik dann aussieht, wird sich dann zeigen müssen. Wir haben 2 Kameras mit an Bord. Einmal eine Frontkamera mit 8 Megapixeln und einmal eine 50 Megapixel Hauptkamera. Zu den Bildern komme ich nachher in meinem Fazit noch. Wir haben 2 SIM-Einschübe, was natürlich ganz hilfreich ist, gerade wenn ihr im Ausland seid, eure eigene SIM aus Deutschland zu verwenden und vielleicht eine Daten-SIM aus dem Land, in dem ihr seid. Wir haben knapp 11 Zoll Display, 90 Hertz Full HD. Mit 1920 x 1200 Pixeln Auflösung. Wir haben einen 3,5 mm Klinkenstecker mit an Bord. Das bedeutet, ihr habt übrigens auch Radio. Auch das für Outdoor aus meiner Sicht durchaus eine interessante Geschichte, falls mal kein Empfang ist. USB-C und Bluetooth 5.2 sind mit an Bord. Das Ding ist nicht ganz leicht, 565 Gramm. Und das ist tatsächlich dann auch so ein kleines bisschen das, was vielleicht gegen Outdoor spricht. Ihr müsst auf jeden Fall einen Rucksack mitnehmen. Habt definitiv aber LTE mit an Bord, kein 5G. Aber ich denke, das darf man bei Preis und der Geräteklasse halt einfach schlichtweg zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht erwarten. Ja, schauen wir uns das Ganze einmal an. Das Paket geöffnet. Das Wichtige, was ihr vielleicht noch wissen müsst, jetzt kommt das Ganze hier ja mit der Hülle sozusagen. Also ihr bekommt jetzt sozusagen ein Pad 2 in leicht abgewandelter Form, ergänzt um diese wirklich massive Outdoor-Hülle sozusagen. Und das ist auch der Grund, weswegen es ganz wichtig ist, dass man im Hinterkopf behält, man kann theoretisch die Hülle natürlich trotzdem auch abnehmen. Ne? Das ist, wenn man nicht wirklich diesen ganz massiven Teil braucht, also ihr werdet das ja gleich sehen oder beziehungsweise im Laufe des Videos, es ist schon eine sehr, sehr massive Hülle, die halt natürlich dafür sorgt, wenn ihr irgendwie im Gebirge unterwegs seid und so weiter und so fort, wenn das Ding mal runterfällt, da passiert im Zweifel nichts oder nicht viel. Ne? Das muss man einfach an der Stelle ganz klar sagen. Gut, packen wir aber erstmal einmal aus, das alles weitere gucken wir uns nachher im Detail nochmal an. Einmal das Gerät an sich, dann gucken wir nochmal hier unten in die Kiste weiter rein und sehen dann, dass wir neben ein paar Aufklebern, die schon auf, ja, ich will mal sagen, den Einsatzzweck hindeuten, wenn man das so ausdrücken darf, haben wir hier noch ein Ladegerät, USB-C mit, gucken wir mal eben drauf, was haben wir da? Da unten steht's, ich hoffe, man kann es lesen. Genau, 20 Watt maximale Output-Leistung. Das ist jetzt natürlich nicht die Welt. Wir haben einen 8000 mAh großen Akku. Das wird dann zumindest ein paar Minuten dauern, das wieder aufzuladen. Wir haben ein USB-C-Kabel hier mit an Bord. Und wir haben noch zusätzlich ja einen Tragegurt mit an Bord, damit ihr das Tablet quasi nicht nur an der Halterung, die schon an der Hülle mit dran ist, versehen nutzen könnt, sondern auch so mitnehmen könnt. Wir haben zusätzliche Dichtungen, finde ich persönlich immer ganz wichtig. Wenn mal so eine Dichtung kaputt geht, muss das Ding ja trotzdem noch weiter funktionieren. Deswegen die Ersatzdichtung ein sehr guter Ansatz. Wir haben 2 Quick Start Guides und zwar einmal für die Hülle. Da gibt es einen eigenen Quick-Start-Guide, das hängt einfach damit zusammen, dass das Auseinanderbauen nachher nicht ganz so einfach ist. Da muss man tatsächlich mal genau noch mal reingucken, wie man es auseinanderbaut. Und wir haben natürlich einen Quick-Start-Guide für das Tablet an sich, beides auch auf Deutsch verfügbar. Gerade für die Hülle, die Anleitung würde ich an eurer Stelle mal nicht wegschmeißen. Wenn ihr irgendwann die Hülle vielleicht mal abnehmen wollt, solltet ihr da reingucken. Man kriegt es zwar auch so auseinander, aber es geht viel, viel einfacher, wenn man die Hebelpunkte weiß und weiß, wo das Ganze einrastet bzw. eingeklickt werden muss. Deswegen schmeißt die Bedienungsanleitung mal nicht weg. Ja, und Fakt ist, wir sprechen hier tatsächlich im ersten Schritt mal weniger über das Tablet als vielmehr um diese ganz massive Hülle, die aber ja auch der eigentliche Grund für die meisten von euch wahrscheinlich ist, warum sie sich für dieses Gerät überhaupt interessieren. Denn das
Tablet an sich ist ja innen drin eh schon ein stabiles, sage ich mal, und dazu kommt halt jetzt in diesem Fall hier noch diese stabile Hülle mit diesem Ständer oder Griff. Das ist hier hinten ja so ein Multifunktionsding, kann man in verschiedenen Wegen einstellen und auch sich dran festhalten sozusagen, beziehungsweise das Tablet festhalten. Hier oben noch diese Schlaufe, um dann quasi auch ein Kabel oder eine Halterung oder was auch immer noch festzumachen, um das am Zelt zu befestigen und ähnliches. Wir haben hier eine LED, da ist hier noch die Kamera zu sehen. Ansonsten die Lautsprecher in diesen senkrechten Strichen. Wir haben hier USB-C und Klinke hinter einer nochmal massiven Schutzeinrichtung sozusagen, also sprich hinter einer Gummierung. Auch das sorgt natürlich dafür, dass das abgesichert ist, auch falls mal Wasser oder Feuchtigkeit oder ähnliches drankommt. Grundsätzlich dann hier oben logischerweise der Ein-Ausschalter. Druckpunkt ist auch absolut okay. Man muss ein bisschen tief reindrücken, aber es ist okay. Lauter, leiser hier noch zu sehen. Hier, das sind vermutlich Entlüftungs- oder Druckausgleichsöffnungen, sage ich jetzt mal. Ansonsten insgesamt ist das Ding gut gummiert, das heißt, es rutscht auch nicht aus der Hand, sondern man hat so eine gewisse, gummierte, nicht rutschende Oberfläche, was halt natürlich dazu dient, dass man das Ganze nicht nur an diesem Ding festhalten kann, hier in diesem Halter, sondern eben auch am Tablet selber, ohne dass es runterfällt. Wenn es mal runterfällt, dürfte die Hülle auf jeden Fall dafür sorgen, selbst wenn es euch aus größerer Höhe runterfällt, dass da wenig bis kein Schaden entsteht. Das Ding ist wirklich richtig, richtig dick und wiegt natürlich auch entsprechend. Das muss man halt einfach wissen. Ecken sind nochmal besonders verstärkt, sieht man hier auch nochmal, sodass da auch nichts passieren kann. Insgesamt lässt sich die Hülle zwar abnehmen, aber ich habe es vorhin schon gesagt, dann würde ich sagen, macht das Tablet in dieser Form halt eben auch keinen Sinn. So, schauen wir mal einen Blick auf die Performance, denn das ist vielleicht für ein Outdoor-Tablet jetzt nicht das allerwichtigste Kriterium, aber es ist auf jeden Fall eins. Das würde ich zumindest an der Stelle mal sagen. Wir gucken einmal rein und da bin ich hier falsch abgebogen, genau System. Wir müssen über das Tablet gehen. Wir haben hier Android 14 als Basis mit einem, wie soll man sagen, AGM-speziellen Betriebssystem. Zumindest habe ich das noch nirgendwo gesehen, was gar nicht schlecht ist im Übrigen. Es ist wie Windows ein bisschen. Ihr habt unten hier die Taskleiste mit drin, finde ich persönlich ganz cool. Muss natürlich jeder selber wissen, aber ihm das gefällt, es lässt sich auch deaktivieren, also von daher, für mich passt es auf jeden Fall. Ja, was haben wir ansonsten im Bereich Performance noch zu sagen? Wir haben 19 GB belegt von den 256, wenn ihr das Ding einmal startet. Ansonsten lässt sich eigentlich hier alles machen, was man machen muss. Also man kann Briefe schreiben, E-Mails schreiben, was weiß ich, also Briefe, Word, sage ich jetzt mal, benutzen. Man kann natürlich im Internet surfen, logisch, ihr könnt YouTube gucken, ihr könnt Netflix gucken und so weiter und so fort, sorgt alles für keine Probleme. 90 Hertz sind dann natürlich auch ganz richtig. Auch wenn ihr hier quasi in Google Maps mal hin und her zoomt oder reingeht oder was auch immer, alles kein Problem. Da gibt es überhaupt keine Probleme mit dem Prozessor. Wenn man natürlich jetzt grafikintensivere Spiele machen will, dann sieht die Welt natürlich schon ein bisschen anders aus. Aber hier seht ihr, dass das Thema halt überhaupt kein Problem verursacht, wenn ihr hier rein und raus zoomt oder auch wenn ihr mehrere Videos in einem Browser geöffnet habt oder ähnliches. Das funktioniert alles und sorgt eigentlich für keine Probleme. Hier seht ihr es dann auch noch mal, ne? Also die Apps laufen oder die Apps starten auch wirklich relativ fix. Ich würde sagen, völlig ausreichend die Performance, sofern man halt eben, und das ist halt der Punkt, den ich gerade eben schon erwähnt habe, sofern ihr jetzt nicht unbedingt mit dem Tablet hier irgendwie anfangen wollt, Spiele zu spielen, irgendwelche Rennspiele oder was weiß ich nicht was, wo man dann das Tablet hier noch bewegen muss und 3D und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann etwas schwieriger, aber alles andere, würde ich sagen, funktioniert ohne irgendwelche Probleme. Ja, schauen wir auch noch kurz auf den Akku. Ihr seht noch 60% Restkapazität. Akku ist natürlich immer davon abhängig, wie hoch macht ihr jetzt die Helligkeit. Ich habe sie jetzt hier für die Aufnahmen ganz hoch gemacht. Grundsätzlich kommt ihr mit dem 8000 mAh locker über 2 Tage. Also ich bin in meinen Tests eigentlich immer über 2 Tage gekommen, selbst wenn ich intensiv nochmal Videos geguckt habe und so weiter und so fort. Natürlich nicht 24 Stunden, logisch, aber halt eben intensiv geguckt. Und nachladen könnt ihr es dann hier über den USB-C-Port auf der Rückseite. Also 2 Tage kommt ihr aus. Nachladen dauert ein bisschen länger. Dafür ist das 20 Watt Netzteil halt eben natürlich nicht stark genug, beziehungsweise ist die Ladekappe-Funktion nicht stark genug, um diesen 8000 mAh großen Akku dann halt entsprechend schnell zu beladen. Ich sage nicht, es dauert ewig, aber es dauert schon ein paar Stündchen und da muss man halt einfach sagen, gerade wenn ihr unterwegs seid, muss man das im Hinterkopf behalten, entweder eine Powerbank vielleicht noch mitnehmen oder halt immer dann laden, wenn ihr ausreichend Zeit habt.
Ja, weil es aus meiner Sicht halt der USP ist für die Active-Version. Nochmal kurz zu den Outdoor-Fähigkeiten. Also, die Ecken sind hier nochmal ganz speziell auch mit noch wirklich richtig dickem Gummi. Die Hülle ist schon richtig dickes Gummi. Die Ecken sind dann nochmal dicker geschützt, sodass da quasi eigentlich mehr oder weniger nichts passieren kann. Hier oben dann auch entsprechende Entlüftungslöcher, damit selbst wenn es unter Wasser geht und so weiter und so fort, da nichts passieren kann. Auf der Rückseite der von mir schon mehrfach angesprochene Halter, hier oben einmal die Silikonschlaufe, aber auch dieses massive Ding hier, welches wirklich dafür sorgt, und es lässt sich übrigens auch drehen, dass ihr das Teil in jeder erdenklichen Position hinstellen könnt, als auch festhalten könnt, als auch irgendwas sonst damit machen könnt. Also es lässt sich tatsächlich in verschiedenen Dingen, in verschiedenen Stellungen einrasten. Das seht ihr jetzt hier. Ich habe euch mal 2 gezeigt. Vom Grundsatz her hält das natürlich in diesen Stellungen im Speziellen. Es gibt aber auch noch eine wie viel ist das dann? Eine 2-Uhr-Stellung sozusagen. Das geht auch. Und vor allen Dingen, das Ding ist wirklich so massiv, ihr könnt aus meiner Sicht da sogar, weiß ich nicht, irgendwas festmachen, das daran einen Berg hochziehen, ich weiß es nicht was. Und es lässt sich halt eben auch in 2 verschiedenen Neigewinkeln einstellen. Einmal etwas steiler und einmal etwas flacher, sodass ihr zum einen damit dann gegebenenfalls arbeiten könnt, was vielleicht hier dann eher ist, oder halt aufstellen könnt, wenn ihr ein Video gucken wollt oder ähnliches. Das funktioniert halt alles. Das ist für mich einer der USPs dieses Geräts, dass die Hülle wirklich so flexibel und individuell gestaltbar ist. Ja, aber natürlich könnt ihr das Tablet im Zweifel auch ohne die Hülle verwenden, und ich zeige euch mal ganz kurz, wie man die entfernt. Ihr müsst zunächst mal hier diesen Plastikrahmen einmal lösen. Das geht nicht ganz so einfach, weil tatsächlich diese Clips hier schon relativ eng aufsitzen. Hängt einfach damit zusammen, dass die halt dafür sorgen, dass die gesamte Hülle, die aus 3 Teilen besteht, in sich auch stabil zusammenhält und eben nicht, wenn sie das erste Mal auf den Boden fällt, quasi schon kaputt geht bzw. aufspringt oder sowas. Deswegen ist hier etwas Kraftaufwand nötig, um diese Clips zu lösen, aber wenn man da mit ein bisschen Kraft rangeht, dann geht das auch, und man hat dann diesen ersten Rahmen hier entfernt. Ich nehme den jetzt mal ab, das ist dieser Rahmen, genau. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr die eigentliche, aus meiner Sicht, Schutzschicht, das ist nämlich hier diese Gummierung oder diese Gummilippe, entfernen, die dann dafür sorgt, dass halt eben dem Tablet keine Stöße oder beziehungsweise bis zum Tablet keine Stöße durchkommen, sondern die halt abgefangen werden von dieser Gummilippe, die einfach hier oben drüber ziehen. Im Übrigen müsst ihr die nachher beim Zusammenlegen dann auch wieder richtig nach außen wölben sozusagen, damit der Schutz auch weiterhin vorhanden ist, und dann könnt ihr das Tablet im Prinzip hier schon aus diesem Plastikrahmen noch rausnehmen, der dann den dritten Teil bietet, wo auch hinten die Halterung dran ist, und schon habt ihr das Tablet so, wie es originär ist. Auch so ist es gegen Wasser geschützt, nicht ganz so gut wie natürlich, wenn ihr die komplette Hülle mit dabei habt, aber auch so könnt ihr das im Zweifel für kleinere Outdoor-Aktivitäten schon verwenden. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen meines kurzen Videos zum AGM Pad P2 Active. Und wie gesagt, Active ist halt hier Programm. Wir haben hier ein Outdoor-Smartphone, ein extrem robustes Outdoor-Smartphone, welches aus meiner Sicht wirklich auch für alpine Aktivitäten und Ähnliches geeignet ist, weil es halt so gut geschützt ist, dass selbst im Gebirge oder Ähnliches, denke ich zumindest, nichts passieren dürfte, wenn das Ding mal hinfällt. Ich kann es natürlich nicht garantieren, aber es macht einfach den Eindruck. Grundsätzlich muss man sagen, alle sonstigen Funktionalitäten sind gegeben. Wir haben ein angepasstes Android 14 hier an Bord. Wir haben ausreichend Kapazität im Bereich RAM und ROM. Wir haben einen vernünftigen Prozessor mit dabei, der zumindest in dieser Preisklasse für ausreichend Power sorgt, dass alles, was man regulär machen will, auch funktioniert, und zwar in einer akzeptablen Geschwindigkeit. Wir haben grundsätzlich einen Akku mit an Bord, der uns ausreichend Power gibt, das Ganze bearbeiten zu können. Wir haben die Kameras mit an Bord. Das ist jetzt kein Highlight, muss man sagen. Es ist okay, aber eben kein Highlight. Das Display aus meiner persönlichen Sicht von der Auflösung und von der Herzzahl her mehr als ausreichend. Könnte ein bisschen heller sein, würde ich sagen. Gerade für Outdoor ist es ja wichtig, dass das Display dann vielleicht auch wirklich richtig, richtig hell ist. Das ist hier vielleicht nicht gegeben, sondern es ist eher okay. Der 8000 mAh große Akku sorgt halt für mindestens 2 Tage Betriebszeit. Für mich persönlich mehr als ausreichend, aber am Ende muss jeder selber entscheiden, wenn er da auf eine Tour geht, reichen 2 Tage. Wenn ich dann nicht nachladen kann, oder kann ich dann eben gegebenenfalls nach den 2 Tagen auch wieder nachladen. Richtig gut gelöst ist hier halt auf der Rückseite diese Halterung mit den verschiedenen Winkeln, die sich einstellen lassen. Da würde ich sagen, das ist fast eine der besten Outdoor-Halterungen, die ich je gesehen habe, weil sie halt einfach mit einigen Kniffen daherkommt, die man ansonsten nicht kennt. Ja, das soll es gewesen sein zum AGM Pad P2 Active. Wenn ihr noch Fragen habt, das mag ja durchaus sein, dass gerade bei so einem Anwendungszweck noch Fragen aufkommen, lasst es mich herzlich gerne in den Kommentaren wissen. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ansonsten bleibt mir am Ende nichts anderes zu sagen als vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, und Alexa, Kamera aus.
Okay.